Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. SSXP-Event, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, dieses Wochenende ist XP-Event, das jetzt noch den gesamten Samstag und Sonntag bis 23:59 Serverzeit am Sonntag ist noch XP-Event. Wie viel? 1,3 bzw. 30% XP-Event. Und ja, das läuft wie gesagt noch das ganze Wochenende. Und ja, ich dachte mir, die Gelegenheit kann man gut nutzen, um wieder ein kleines Update zu geben. Ein bisschen häufiger als vielleicht. Die letzten Updates waren ein bisschen sehr weit auseinander, kann man sagen. Ja, und es hat sich was getan. Ich habe einerseits natürlich mein Necklace zusammen. Gut, das habe ich ja gesagt, geht eh schnell. Ich bin jetzt auch mittlerweile schon bei über 360 Fragmenten. Kann die jetzt verkaufen. Leider sind die mittlerweile wertlos. Also 360 Fragmente... Ich weiß gar nicht, am Anfang wurden die, glaube ich, für teilweise 4 Mio verkauft oder so. Oder für auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt. Ich meine, ist klar. Aber ja, jetzt sind die gerade mal noch knapp über 1 Mio wert. Also ist das tatsächlich gar nicht mal so viel Geld. Also 360 Fragmente nicht, 480 nicht und 540 auch nicht. Also es ist tatsächlich gar nicht mal so heftig, leider. Ja, aber ist egal. Trotzdem passives Geld, was man auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Oder ich auf jeden Fall gut gebrauchen kann. Und mein 10% Speed-Set, das haben nämlich einige Leute, glaube ich, nicht so wirklich aktiv mitbekommen. Habe ich auch bekommen. Und ich glaube sogar, dass ich einen Schnapper gemacht habe. Ich habe es nämlich für 1,55 Milliarden gekauft und habe bisher nur gehört, so um die 1,8 bis 2 Milliarden. Und bis ich das Geld zusammen hatte, sind sogar noch einige Tage vergangen, seitdem ich das gehört hatte. Und ja, war ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. War einfach random. Ich hatte 1,67 Milliarden oder so. Und dachte mir, naja gut, ich guck mal, was die Leute so verlangen. Bin einfach in einen Random Shop und dann warst du einfach für 1,55 drin. Ich meine, zugegebenermaßen ist es dieses Botanist Musician Set. Ich verstehe auch, warum es recht günstig war. Ich meine, es ist definitiv ein hässliches Set. Also das trägt, glaube ich, so keiner wirklich. Außer man hat nichts anderes und findet seine Rüstung scheiße oder so. Was auf mich nicht zutrifft. Ich finde die Rüstungen im Spiel eigentlich oftmals gar nicht mal so schlecht. Besser als irgendein Random CS auf jeden Fall. Und ja, aber damit habe ich das auch tatsächlich schon abgeschlossen. Und damit habe ich die beiden Meilensteine, die ich letztes Mal auf jeden Fall erreichen wollte oder angesprochen habe, als nächstes beide abgehakt. Das heißt, wir brauchen wieder neue. Und ein Ding ist auf jeden Fall jetzt doch mal bald Level 120 Master zu erreichen. Einfach wegen dem CS-Pad, weil mich das ein bisschen nervt, weil ich muss jetzt schon nochmal einmal die Gigglebox kaufen und ich meine, ja, die kostet nicht viel, aber sich die jetzt noch 5-mal zu kaufen, ist halt auch irgendwie Geldverschwendung. Gut, spätestens beim übernächsten Mal wird es keine Rolle mehr spielen, weil wir dann in der Hyperinflation sind, wo alles einfach nur unfassbar viel Geld kostet, dann spielt es keine Rolle mehr. Aber trotzdem auch fürs Permanente, für Borodeng und so ist es ja auch wichtig, einfach ein CS-Pad zu haben auf dem Charakter. Man braucht es einfach und deswegen probiere ich dieses Wochenende zwischendurch auf jeden Fall ein bisschen zu leveln. Ich habe es heute schon probiert, also am Freitag, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, ich habe so knapp 40% gelevelt oder so auf beiden Chars, das ist eigentlich überhaupt nicht. Aber ich sag mal so, ist jetzt auch nicht wirklich auf dieses Wochenende beschränkt. Also ich finde, diese 3 Tage sind einfach furchtbar wenig, vor allem wenn du nicht nur levelst. Und ich meine, man will ja auch nicht auf die Dungeons und so komplett verzichten. Ich finde generell 3 Tage sind einfach unfassbar wenig. Aber wir haben ja eh das Scrap Meat. Und das Scrap Meat an sich ist sogar besser als das XP-Event an sich. Also Scrap Meat gibt plus 50% XP und kann mit einer Ampli benutzt werden. Das heißt, man kann auch ohne XP-Event mal eine Stunde leveln. Und ich denke, 120 geht dann doch tatsächlich relativ schnell eigentlich. Es sind ja nur 12 Level. Also sollte schon passen. Genau. Und equipment-technisch, also ich habe schon ein paar Ultimate Power Scrolls gekauft. Und eine Sache, die jetzt noch dazwischen kommt, oder gekommen ist sozusagen, also das eine ist, mir gehen die Upcut Stones aus. Ich kann erst wieder Low Upcut Stones kaufen am Donnerstag. Gut, ich sag mal so, ich muss jetzt nicht zwingend welche benutzen, aber naja, ich meine, wenn ich wirklich nur noch ein Power-Up benutze, ich meine, irgendwann wird es schon ein bisschen unverschämt, weil so gut ist mein Damage jetzt nicht. Also ich meine, ich bin kein Blade mit 1 Million Damage mit Power-Ups und 600.000 ohne oder so. Ganz im Gegenteil. Und ja, will dann natürlich auch nicht hier mit 300k DPS rumlaufen, wenn mittlerweile der Standard eigentlich 400.000, 500.000 ist. Mehr oder weniger. Und deswegen, zumindest Low-Upcut Stones sollten schon drin sein, aber wie gesagt, die gehen mir jetzt einfach beide so ein bisschen aus tatsächlich. Und das heißt, da muss ich wahrscheinlich nochmal ein paar Power-Ups kaufen. Nicht viele, aber vielleicht nochmal so 20 Upcut Stones oder so. Was leider tatsächlich gar nicht so günstig ist. Also Upcut Stones kosten leider 30 F-Coin each und durch die massive Inflation F-Coin-Preise ist das gar nicht mal so wenig Geld.
sind die Einnahmen von im schlimmsten Fall mehreren Tagen tatsächlich für 20 Upcut-Stones, was echt ätzend ist, aber kann man nicht ändern. Und das andere ist, habe ich schon ein paar Mal im Stream gesagt, ich finde persönlich die Community, und ich hoffe, dieses Video löst jetzt nicht eine gegenteilige Reaktion aus, aber dafür gibt es viel zu viel davon auf dem Markt. Da müssten schon wirklich alle meine Videos gucken und selbst dann würden mir wahrscheinlich einige Leute nicht zustimmen. Aber das Ding ist, meiner Meinung nach sind Upcut-Steine, also die Elle-Upcut-Steine, sind momentan extrem undervalued. Warum? Weil jeder Wilds farmt und Envy. Und da brauchst du halt Blitz und Feuer auf der Waffe. Das heißt, die teuersten Steine sind Blitz und Feuer. Für Wind und Erde interessiert sich zum Beispiel gar keiner. Und, was ist das andere? Was habe ich vergessen? Wind, Erde, Feuer, Blitz und Wasser. Ja, Wasser war mal eine Zeit lang noch ganz gut wegen Red Meteor und so. Ich weiß nicht, wie Wassersteine momentan sind. Wahrscheinlich auch ziemlich schlecht tatsächlich. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist einfach, die... Wow, okay, da hat gerade heftig der Blitz eingeschlagen. Holy moly. Crazy Gewitter. Jedenfalls ist es so, dass die extrem undervalued sind. Ich habe die teilweise schon für unter eine Mio each gesehen. Und das ist halt insane. Weil ich habe das Gefühl, keiner denkt an das Update, was irgendwie seltsam ist, weil alle warten drauf. Deswegen ist es komisch, dass keiner dran denkt. Und ihr müsst euch so vorstellen, also erstens mal ist Behemoth ein Erde-Dungeon in Flive PC gewesen. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird er das auch in Flive Universe sein. Und selbst wenn nicht, er wird auf jeden Fall nicht Wind sein. Warum sollten sie back-to-back 2 Wind-Dungeons hinzufügen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also er wird auf jeden Fall nicht Wind sein und höchstwahrscheinlich auch nicht Wasser, weil wir haben schon 2 Wasser-Dungeons mit Stormpeak und Envy. Das heißt, genau die beiden Elle-Steine, die gerade am teuersten sind, genau die wird man für den neuesten Dungeon nicht brauchen. Also es ist fast eigentlich 100% sicher. Also wenn es ein Wind-Dungeon ist, fresse ich wirklich einen Besen. For real. Das ist einfach extrem unsinnig und also es würde einfach keinen Sinn ergeben. Und aus diesem Grund ist es halt ziemlich sicher, dass die neuesten, teuersten Steine vermutlich Wind, Erde oder vielleicht Wasser werden. Wie gesagt, ich meine, zu Behemoth würde es tatsächlich auch ein bisschen Feuer passen, weil sein Design hat auch so ein bisschen Flammen und so, die aus seinem Fell kommen oder so ein Scheiß. Aber wie gesagt, ich spekuliere auf Erde tatsächlich, dann bräuchte man Windsteine. So oder so sind die aber extrem undervalued und ich will die ein bisschen horten, weil der Jester ist jetzt ja mein best ausgerüsteter Damage-Dealer. Das heißt, sämtlichen 1v1 Damage-Dealer-Content würde ich im nächsten Update auch noch, bis zum nächsten FEC quasi, mit dem Jester performen müssen, weil logischerweise, ich habe jetzt keinen Blade ausgerüstet, ich habe keinen Ranger ausgerüstet, ich habe keinen Knight ausgerüstet, nein, ich habe einen Jester ausgerüstet. Das heißt, der Jester ist hier relevant. Und deswegen probiere ich jetzt auf dem so ein paar Elle-Steine zu horten. Natürlich auch Feuer, keine Frage. Ich bin jetzt wieder bei 95. Ich war mal bei knapp 20 angekommen. Also ich hatte mal 100, dann bin ich bis auf 20 runter, weil ich so viel Wilds gefarmt habe. Und andere Sachen noch. Und jetzt probiere ich die so ein bisschen zu horten. Probiere auf mindestens 200 zu kommen, auch für Feuer. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Feuer nicht so relevant ist. Deswegen passt es schon, die Feuersteine jetzt jeden Tag weiter zu benutzen. Und probiere halt zeitgleich mit dem Box of Element Attack die ganzen anderen Steine zu horten. Und das bringt halt letztendlich einfach eine gut aufgestellte Bilanz für das Update. Und dann bist du halt auf jeden Fall vorbereitet, weil so kaufst du auch nicht irgendwie nur Windsteine oder nur Erdesteine oder so, sondern du bist halt auf alles gleichmäßig vorbereitet. Außerdem wird man auch viele Steine vielleicht zum Leveln brauchen oder für Giants. Gut, für Giants benutzt man keine Erdesteine in der Regel. Aber man weiß es ja nicht genau, was kommt. Ja? Wir haben keine Infos und deswegen sollte man sich so ein bisschen auf alles vorbereiten. Und deswegen finde ich halt persönlich sind diese Elle-Steine einfach extrem undervalued gerade, weil die halt wirklich für unter eine Mio teilweise rausgekruscht werden oder für eine Mio, 1,2 Mio. Das heißt, du kannst dir hunderte davon du kannst dir für 1000 F-Coin, ein Elle-Stein ist theoretisch 25 F-Coin wert, gibt ja die Box of Element Attack Stone Select oder anders, aber ihr wisst, was ich meine. Die kostet 25, das heißt rein theoretisch sagt dir das Spiel, ein Elle-Stein ist theoretisch 25 F-Coin wert. Ich meine natürlich praktisch viel weniger, weil man kann erstens die Boxen in-game farmen und zweitens sind halt immer die Steine am teuersten, die logischerweise auch am meisten benutzt werden. Aber vom Prinzip her sind die alle gleichmäßig wert, wenn die Beliebtheit halt stimmt, wenn die Nachfrage stimmt. Und von dem her werden das einige Leute, bin ich mir ziemlich sicher, stark bereuen, dass sie Hunderte bis Tausende von diesen Steinen teilweise verkauft haben für nichts, mehr oder weniger. Klar, die Kohle machen sie mit den Feuersteinen, ist schon klar. Aber trotzdem ist das langfristig bereuen für dich selber, wenn du selber tatsächlich spielst, weil du die Steine irgendwann vielleicht selber wieder nachkaufen musst für einen wesentlich höheren Preis. Und genau darauf bereite ich mich jetzt auch noch so ein bisschen vor. Also das hat jetzt mit dem Equipment nichts zu tun, aber es ist halt einfach etwas, worin momentan halt ein bisschen von meinem Geld leider versinkt. Ja, ist halt einfach so.
Genau. Und wie gesagt, aktuell peile ich mal so 200 an. Also wenn ich hier 200 Fire Ace Stones habe, werde ich erstmal wieder aufhören für eine Weile. Und dann werde ich wahrscheinlich nur noch Scroll of Ultimate Power kaufen. Ich weiß nicht, auf wie viele ich sparen soll. Ich habe es ja letztes Mal schon angesprochen, dass es so unfassbar teuer ist. Also Scroll of Ultimate Power geht zum Glück noch, weil es in Anführungszeichen nur 300 F-Coin sind. Ich finde 300 F-Coin für einen Reroll ist auch wahnsinnig teuer eigentlich. Vor allem, wenn man eh nicht so krasse Einnahmen hat. Und leider hat sich seit dem letzten Video da auch nicht viel getan. Wilds droppt absolut gar nichts. Ich bin jetzt gleich bei genau 140 Runs und habe nur eine einzige Waffe gedroppt. Glücklicherweise war es die richtige Waffe. Aber man kann sich vorstellen, was wäre gewesen, wenn das nicht die richtige Waffe gewesen wäre. Dann wäre es... Hey, wo ist der? Bin ich blöd? Hier. Ja, genau. Ich bin... Achso, 142 sogar schon. Ja. 142 Runs. Und eine Waffe ist halt schon nicht gut auf jeden Fall. Es kommt einfach nichts. Es kommen auch keine wirklich krassen A-Karten oder so. Und wenn mal eine kommt, ist es extrem selten und meistens dann halt auch eine schlechte oder so. Es ist wirklich Wahnsinn, wie schlecht man eigentlich auf diesem Server droppt, trotz dreifacher Droprate. Trotzdem ist alles wertlos. Also das ist irgendwie total seltsam eigentlich, der FEC. Also letztes Jahr habe ich das ja nicht ganz so wahrgenommen. Und im ersten FEC gab es zum Beispiel keine Waffen aus den Dungeons. Da hat man ja nur Karten gefarmt letztendlich und nur Fragmente. Da hat man, ja, da hat man gar keine Hauptgewinne gehabt, außer Skins. Also das war sowieso ganz anders. Aber es ist irgendwie echt total bescheuert. Also du farmst den ganzen Tag und verdienst im schlimmsten Fall gerade mal so 100 Mio oder so. Da fühlt man sich halt irgendwie einfach so... Keine Ahnung, es fühlt sich einfach so falsch an. Man fühlt sich richtig betrogen. Aber nicht nur, weil das Gefühl des Drops nicht da war, sondern weil du literally keine Einnahmen hast. Das ist total seltsam irgendwie momentan. Und es wird gefühlt immer nur noch schlimmer, weil noch mehr Sachen werden wertlos. Bloody Cloud zum Beispiel habe ich verkauft für 247 Mio, meine letzte. Da waren die so alle um die 250. Ja, und jetzt sind sie plötzlich bei 220. Einfach ein Äquivalent zu einem Premium-Item. Bloody Cloud ist kein Premium-Item, aber das ist ja ein Fluggerät, das genauso schnell ist wie ein Fluggerät aus dem Cash-Shop. Also es ist äquivalent zu einem Premium-Item. Und die sinkt einfach im Preis. Und zwar nicht nur leicht, sondern massiv. Und das gibt einfach keinen Sinn. Also es ist total komisch. Also es ist egal, was du tust. Du kannst irgendwie mit reinem Farmen nicht wirklich gegen diese krasse Inflation ankämpfen. Außer du hast halt extrem viel Glück. Und naja, ich meine, selbst wenn du jeden Tag so viel spielst wie ich, das Glück hält sich ja trotzdem bis zu einem gewissen Maß einfach in Grenzen. Und lässt sich nur geringfügig beeinflussen, leider. Ist einfach so. Und ja, aber wie gesagt, also der nächste Schritt wird dann wahrscheinlich equipment-technisch sein. Ich hoffe, dass mit den Elle-Steinen wird es nicht mehr allzu lange dauern. Wie gesagt, ich bin jetzt ja schon wieder bei 95, also und 100 Stück kosten in Anführungszeichen. Also ich kaufe jetzt natürlich immer die Box of Element Attack. Da kriegt man eine momentan für 18 Mio, ist ein ganz guter Preis. Das heißt, es sind in Anführungszeichen auch nur 1800 F-Coin, also gerade 1,8 Milliarden, also ungefähr so 4500 F-Coins, sowas in dem Dreh. Also ist eigentlich gar nicht so viel. Aber wie gesagt, es kann halt ein paar Tage dauern. Im schlimmsten Fall dauert es 1,5 Wochen oder so. Und danach werde ich mich, wie gesagt, auf die Ultimate Power stürzen. Und ich denke mal, ich peile tatsächlich so um die 50 an, tatsächlich. Weil ich... Achso, ich trage das Yoga gar nicht, weil ich Blitz brauche. Aber ich bin nicht allzu zuverlässig. Zuversichtlich meine ich. Zuverlässig kommt auch in Kappa. Zuversichtlich, was das angeht. Und ja, deswegen will ich lieber mehr kaufen als weniger. Aber vielleicht kaufe ich auch... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich kaufe in dem Fall lieber zu viel als zu wenig. Und ich denke nicht mal, dass 50 zu viel ist. Ich hoffe halt einfach drauf, dass ich Glück habe. Und dann, falls welche übrig bleiben, passt schon. Kann man dann auch gegen Ultimate Power vielleicht traden. Ultimate Bonus meine ich. Schon wieder verwechselt, die Kackdinger. Und ja, das war es eigentlich auch schon, mehr oder weniger. Das war das Update. Sonst hat sich halt, wie gesagt, nicht viel getan. Allgemein keine Infos zum Update. PvE und PvP-Event mittlerweile beide angekündigt. Endlich. Aber gut, ich werde an beiden natürlich eh nicht teilnehmen. Also für uns eigentlich relativ irrelevant. Aber da merkt man zumindest, okay, es kommt wieder Bewegung in die Sache rein. Es passiert wenigstens wieder was. Und was halt auf jeden Fall ein absoluter Schlag ins Gesicht ist, muss ich ja auch nochmal sagen, ist halt dieses Vacancy-Event. Es ist so unfassbar langweilig und wirklich auch eines der schlechtesten Events. Ich habe das heute auch nochmal im Stream gesagt. Auch ein Grund, warum ich keine Upgrade-Stones habe, ist natürlich einerseits, weil ich jeden Tag welche verbrauche, keine Frage. Aber auch der Grund, aus dem aktuellen Event, das jetzt ja auch schon wieder über eine Woche läuft, bekommt man keine Upgrade-Stones. Das ist eins der wenigen Events, und es geht leider 6 Wochen, danke dafür. Warum auch immer das Event 6 Wochen geht, kein Mensch versteht es. Jedenfalls
Ich meine, es ist vielleicht gut für Crab Meat, aber ganz ehrlich, ein Item reicht nicht, um ein ganzes Event gut zu machen. Und das gesamte Event ist quasi Trash bis auf Crab Meat. Und das reicht halt einfach nicht. Vor allem nicht, wenn das Event startet, Monate nach FEC-Start. Das heißt, die allermeisten Leute, die von Anfang an gespielt haben, sind halt mehr oder weniger fertig mit dem Leveln. Oder selbst wenn sie nicht fertig sind, haben sie nicht mehr unbedingt so viel Bock drauf. Einfach weil halt schon so viel Zeit, weil man schon so viel gezockt hat, so viel gegrindet hat und so viel gelevelt hat. Und es macht es halt einfach unfassbar schwierig, die Value in diesem Item zu sehen. Und leider kannst du es auch nicht mal so als Pseudo-Upcut benutzen, weil es bringt gefühlt alles außer Angriffskraft. Also nicht mal 5% oder so. Es ist nicht mal ein Pseudo-Upcut, den du irgendwie als Ersatz trotzdem benutzen könntest, wenn du sagst, okay, die XP sind mir egal, ich will einfach nur den Schadensbonus ausnutzen. Das geht nicht mal. Es bringt nicht mal Schaden. Also es ist halt wirklich irgendwie blöd, kann man sagen. Oh, hoppla. Dass das so gedeichselt wurde. Und diese Random-Boxen, habe ich heute auch nochmal nachgeschaut, die geben auch keine Upcut-Stones. Ja? Da hast du erstmal eine 91% Chance, auch auf Trash letztendlich. Und es sind nicht mal Upcut-Stones drin. Weil ich habe auch überlegt, okay, vielleicht hole ich mir doch diese Boxen, auch wenn ich von denen nicht wirklich überzeugt bin, um vielleicht trotzdem ein paar Upcut-Stones zu kriegen. Günstiger, als wenn ich sie kaufe. Nee, es sind einfach keine drinnen. Du kannst aus diesem Event keine Upcut-Stones bekommen. Also es ist wirklich schwierig momentan. Also ich weiß nicht, warum das manchmal so ist bei Flyleaf, dass wirklich sich alles so anfühlt, als wäre es irgendwie gegen die Spieler. Also es ist fast so, als würden sie sagen, hey, wisst ihr was, es ist gerade Sommer, es ist schönes Wetter, geht doch einfach raus. Hört doch einfach auf zu zocken und geht einfach raus, so ungefähr. Also bis sie das PvE und PvP angekündigt haben, zumindest bis dahin hat es sich ein bisschen so angefühlt. Jetzt natürlich wieder ein kleines bisschen besser. Für die Leute, die darauf gewartet haben. Aber für alle, die, wie gesagt, einfach nur spielen wollen, sozusagen, und gute Events haben wollen und so, und Infos zum Update haben, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also, und das ist die absolute Mehrheit der Spieler tatsächlich. Das PvP-Event ist extrem unbeliebt, das PvP-Event ist auch sehr unbeliebt, weil die meisten Leute, also einfach nur anhand der Teilnahme, die meisten Leute nehmen halt einfach nicht dran teil, aka unbeliebt. Und, ja. Oh, der Violet ist da, aber den hat sich der Typ jetzt gerade geschnappt. Moment, hat er jetzt seinen Master Quest abgebrochen? Er hat gar keinen Schaden bekommen. Ah, jetzt hat er sie abgebrochen. Ich wusste es. So ein Mistkerl, ey. Schade. Unlucky. Ja, genau. Das war's eigentlich auch schon. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Flyleaf Universe Video oder Livestream. Ich bin immer noch jeden Tag live auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Check it out. Schaut vorbei. Haut rein. Ciao, ciao.